Digitalpianos der unteren Mittelklasse. Hier bietet Casio die beiden Modelle AP300. Das haben wir hier, glaube ich, stehen. Genau. Nein. Nein. Oh, hier ist das AP300 und hier haben wir das AP550. Sehen beide sehr ähnlich aus. Es gibt so kleine Unterschiede, die ich sehe. Wir schauen uns hauptsächlich die Spiel- und Klangeigenschaften an dieser beiden Pianos. Und ja, am besten zum Vergleich, vielleicht spielst du etwas, das wir dann auch immer wieder vergleichen können. Okay. Möglichst identisch. Ich versuch's. Also für mich klingt das auch schon mal so nach dem Casio-Sound. Haben Ja. wir auch schon ein paar Mal gehört. Genau. Ja, Gut. Dann jetzt hier. Okay, du hast es vielleicht ein bisschen anders gespielt. minimal. Sei dir verziehen. Danke. Klanglich höre ich da keinen Unterschied. Es ist kaum zu unterscheiden. Also ich würde auch sagen, also eigentlich ist es identisch. Ja, und wie ist es vom Spielen? Ich habe jetzt keine großen Unterschiede festgestellt. Ich könnte jetzt nicht wirklich sagen, ob es da einen Unterschied gibt zwischen den Tastaturen. Also ich würde sagen, die sind auch sehr nah beieinander. Okay, es sind auch die gleichen Tastaturen. Also wenn man jetzt auf die technischen Daten guckt, die haben auch so eine Ivory Touch Oberfläche. Genau. Das ist ganz griffig. Ich spiele mal diese Klassikbeispiele und dann können wir ja weiter gucken. Okay, jetzt das etwas zurückhaltendere von Schubert. Ja, spielt sich sehr ordentlich. Ja, Also ich denke, so im Pianissimo hatte ich hier so ein bisschen Probleme, das so richtig zu treffen. Aber gut, ich habe mich auch gar nicht eingespielt darauf. So spontan gesagt, spielt sich das so echt ordentlich. Ja. Das muss ich jetzt da nicht nochmal spielen. Wir wissen, es klingt gleich. Es hat auch einen Grund. Wir hören jetzt die Line-Signale, also die Signale, die man eigentlich auch beim Kopfhörerspiel hört. Und wir hören uns die Lautsprechersysteme gleich nochmal an mit unserem speziellen Stereomikrofon. Und jetzt schon mal gesagt, wenn ihr noch Fragen habt zu den Details, zu den technischen Details, dann nutzt gerne die Kommentarfunktion. Wir beantworten eure Fragen sehr gerne. Und folgt den Links zu den Testberichten und lasst gerne einen Like da. Wir freuen uns sehr. Und wir machen mal weiter mit den Unterschieden hier. Also ich sehe auf jeden Fall schon mal beim Gehäuse Unterschiede. Hier haben wir so eine Holzoptik und hier glänzt das. So. Und das ist Kunststoff in Hochglanz. Das finde ich ganz schick. Aber da verbirgt sich dieses Visual Information Bar dahinter. Das haben wir ausgeschaltet. Ich wollte es nicht haben. Also es reagiert auf das Spiel und mich stört das manchmal. Das haben wir einfach ausgemacht. Und ich glaube, auf den Zauber können wir auch verzichten. Ich finde einfach schick, diese Hochglanzoptik macht schon mal was her. Sieht gut aus, ja. Ansonsten gibt es kaum Unterschiede, würde ich jetzt so sagen. Visuell. Also es gibt auch hier dieses Akustik-Piano-Feature, das ist auch so ein Alleinstellungsmerkmal von Casio E-Pianos. Das finde ich ganz gut. Das hören wir uns gleich beim Lautsprechertest an. Genau. Und vielleicht gehen wir noch mal ein bisschen auf die Sounds ein. Wir hatten jetzt hier das akustische Grand Piano, Concert Grand. Und dann gibt es noch ein zweites. Ich kann das ja auch mal kurz anspielen. Das klingt auch sehr, sehr ähnlich, finde ich. Sehr ähnlich, ja. Das ist mit einem EQ, glaube ich, gemacht. Also es ist gut. Man hat insgesamt da 6 unterschiedliche Varianten. Da gibt es noch Rockpiano, Jazzpiano, Balladpiano. Da
Da kann man dann sich austoben. Ich würde sagen, wir gucken nochmal hier. Hier gibt es zum Beispiel Piano Pad. Das dürfte schon eine Kombination sein. Dann haben wir Electric Piano. Fender Rhodes, 60s Piano. Schön. Schön, ja. Das spielt sich sehr schön dynamisch, das macht schon Spaß. Gut, ja. Digital E-Piano, was haben wir da? Wahrscheinlich so ein FM-Piano. Oh, dann nehmen wir besser ein anderes. Besser das. Cool. Schöner Sound. Ja. Absolut. Dann Also hat man echt noch eine gute Auswahl an, Ja. ja, ich würde sagen, schon ganz gut klingenden Sounds. auf jeden Fall, das ist ganz ähnlich wie bei bei dem AP 270 und 470, die wir uns angeguckt haben. Genau. Das scheint mir eine ganz ähnliche Klangauswahl zu sein. Also macht Spaß. Man hat sich auch hier bei diesen Sounds Mühe gegeben. Die klingen alle wirklich, wirklich gut. So, also es ist eine gute Qualität, die jetzt nicht so weit abfällt von den akustischen Pianos, finde ich. Das ist schon mal gut. Alles klar. Ja, dann kommen wir zu unserem Mikrofontest. Genau. Und dafür bauen wir jetzt mal kurz um. Okay, bislang haben wir keine großen Klangunterschiede festgestellt zwischen den beiden Pianos. Das hat eben den Grund, dass wir die Laiensignale gehört haben. Also das, was man auf dem Kopfhörer hört. Jetzt kommt dieses Stereomikrofon ins Spiel. Das macht binaurale Aufnahmen. Also ihr könnt da plastisch miterleben, was eigentlich Yassin jetzt beim Spielen hören wird. Zumindest so ungefähr. Und am besten funktioniert das mit Kopfhörern, damit diese binauralen Aufnahmen auch funktionieren. Also ab jetzt mit guten Kopfhörern und am besten spielst du nochmal das Beispiel, was du ganz am Anfang auch gehabt hast. Dann spiele ich schnell noch das Klassikbeispiel. Ist echt krass, wie groß die Dynamik ist Ja. von leise zu extrem laut. Also das ist jetzt mit der geöffneten Klappe echt erstaunlich, ja. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ja. Wahnsinn. Ja. Okay, ich habe auch da ganz schön reingehauen, habe da schon Gas gegeben, um auch die Dynamik da rauszukitzeln. ja. Dafür benutze ich immer dieses Beispiel Ja, das speziell. passt gut, ja. Um das von so moderat bis eben sehr laut so rauszubekommen. Ja. Ja, toll. Cool. Lass doch noch mal dein Beispiel da hören. Genau, wir bauen noch mal bauen kurz wir um. Ja. War sehr ähnlich auch jetzt beide, ne? Kann es kaum auseinanderhalten, das und das, auch vom Spielgefühl sehr ähnlich. Ich würde jetzt vielleicht gerade noch mal die Klappe mal zumachen, dass Ja. wir vielleicht das mal ausprobieren. Ja, das geht hier. Ah ja. Und jetzt vielleicht noch mal das Gleiche, um einmal mal zu hören, wie ist jetzt der Eindruck? Merkt man schon ziemlich deutlich, ne? So, Ja, so ja, das ist die- auf jeden Fall ein etwas, es ist jetzt nicht der Riesenunterschied, ja. Ja, Also, ja. das wäre ja auch falsch, glaube ich. Ja. Das ist einfach für dich, auch wenn du spielst, wahrscheinlich eine andere Klangabstrahlung.
Für mich war das sehr nah beieinander, aber leicht gedeckt, so würde ich sagen. War immer noch von der Dynamik her und von der Brillanz war das sehr ähnlich. Aber vielleicht kannst du noch mal kurz einen Akkord anschlagen jetzt mit der geöffneten Klappe. Ja. Die Brillanz oben zum Beispiel ist dann eindeutig hörbar. Ne? Und hier in dem Bereich wird es ein bisschen dichter, aber hier oben hört man das natürlich dann schon irgendwie. Ne? Mach mal bitte zu. Also wenn man es dann den direkten Wechsel hat, merkt man dann schon, okay, da tut sich auf jeden Fall was. Es ist kein 100%iger Unterschied, aber es gibt eine neue Facette dazu. Also es ist schon ein cooles Feature, finde ich. Ja, ich finde es super. Ja. Es ist ein akustisches Feature, das tatsächlich auch was bringt. Also damit kann man ja noch mal spielen. Also vor allem, ich würde es gern auch noch mal selber da probieren. Ich spiele jetzt auch noch mal dieses Beispiel, um da mal den Vergleich zu hören. Ich hatte das Gefühl, dass da mehr kommt. Ja. Definitiv. Also das hätte mich auch gewundert. Also das ist ja das größere Modell, das ist das kleinere. Da kommt im Bass mehr Response, da kommt einfach mehr raus. Und die Dynamik hier zu ganz laut ist hier deutlich größer als hier. Also da geht es wirklich nicht um Nuancen, sondern das ist echt ein ziemlicher Unterschied. Ja. Das auf jeden Fall, das vermittelt sich auch beim Spielen. Ja. Also ist vielleicht festgestellt eben, dass ich so mit der Dynamik nicht so richtig klar kam. Ne? Das müsste ich jetzt noch mal ein bisschen üben, mich darauf einspielen. Also das spielt sich deutlich anders. Gut, das ist auch nur eine Nuance, Ja. Dennoch, da kommt einfach mehr zurück. Ja, also ich fand es jetzt auch deutlicher, dass du hier wirklich, die Dynamik war einfach für mich jetzt auch, als ich nebendran gesessen habe, deutlich hörbarer. Und ihr werdet es ja jetzt auch über den Kunstkopf dann auch noch mal ganz nah dran hören und könnt es gerne mal vergleichen. Das ist schon interessant jetzt auch mit der Klappe, weil man jetzt halt noch eine Komponente dazu bekommt. Nicht nur das und das, sondern auch Klappe auf, Klappe zu. Vielleicht können wir es ja noch mal probieren mit Klappe zu hier an dem. Ja. Das machen wir mal zu. Ach, guck mal, das kann man sogar auf 2 Stufen stellen. Ja. Das ist schon ein anderes Gefühl. Es ist irgendwie anders dann, ne? Ja, total. Das nimmt einem auch wirklich so diese Brillanz. Ja. Und wenn ich das aufmache, habe ich das wieder da. So. Ein ganz anderes Gefühl. Ja. Also es ist für mich in dieser Spielposition ist das viel gravierender, als würde ich zuhören. Da ist der Effekt nicht so riesig. Ne? Aber wenn man dann davor spielt, also am Instrument spielt selber, dann hat man wirklich so einen Klangkorpus vor sich. Das ist toll. Ja, dann können wir eigentlich schon langsam zum Fazit kommen, ja? Definitiv. Was sagst du? Beide sind ja vom Lautsprechersystem her ordentlich in dieser Preisklasse. Das muss man ja auch immer sehen. Es hätte mich jetzt gewundert, wenn da gar kein Unterschied ist. Ich hatte das erst angenommen bei den Vergleichen und so, aber wenn man wirklich dran spielt und den Klang bekommt, dann spürt man diesen Unterschied. Das ist also etwas, das sich beim Spielen zurückvermittelt. Ja. Also dieses Information Bar, das ist so ein Feature, wo man jetzt, also ich habe es gern ausgemacht. Ich finde es ganz praktisch, wenn man jetzt zum Beispiel ein leises Metronom braucht oder ein Metronom, das nur visuell funktioniert, weil man jemanden begleiten möchte am Klavier und man braucht selber ein bisschen Metronom. Ja. Das ist eine ganz praktische Sache, aber ansonsten finde ich einfach diese Hochglanzoptik ganz schön. Das wäre so mein bevorzugtes Modell, weil auch da so die Dynamic-Response und es ist einfach irgendwie schöner daran zu spielen. Ich finde es auch, also das ist auch mein Favorit. Wie weit sind wir hier preislich so auseinander, circa? Das ist gar nicht so viel, aber immerhin. Also da muss man ja auch immer die Preisklasse im Blick behalten. Das sind dann auch 300, 400 Euro Unterschied. Okay. So. Ja. Also ich sag mal von den Basisfeaturen eigentlich gleich, auch mit der Klappe. Und dann kriegt man hier wahrscheinlich einfach ein bisschen visuell mehr und auch noch ein bisschen mehr Sound.
Und da muss man dann einfach für sich selbst wieder eine Entscheidung treffen. Spiele ich zum Beispiel mehr mit Kopfhörern, dann ist das eigentlich eher zu vernachlässigen, auch mit der Klappe. Da muss man einfach gucken, was man haben möchte. Aber das war wirklich, das war eine schöne Überraschung, ja. Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch so mit den weiteren Sounds, die es dazu gibt, das macht dann noch mehr Spaß. Also man kann die Sounds ja auch layern, man kann da wirklich ein bisschen klanggestalterisch auch dann damit umgehen. Also das gefällt mir alles sehr gut. Ja. Wirklich gut gemacht. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne ein Abo für unseren Kanal da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.